Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal ein Fremdauto, und zwar machen wir hier Wartung an einem i30 und wir sind jetzt gerade dabei, Luftfilterkasten und dergleichen auszubauen, also haben wir hier schon ausgebaut und das sauber zu machen. Eigentlich wollte ich gar kein Video drüber machen, aber wir hatten was ganz Spannendes festgestellt, als wir die Luftleitung gelöst haben, hier am Luftfilterkasten, das zeige ich euch gleich nochmal. Und zwar haben wir hier ja die Kurbelgehäuseentlüftung. Wenn wir da reinschauen, dann ist das ganz ölig und schleimig und vor allem ist das, am ersten Moment dachte ich, das sei Sikaflex, aber das war es nicht. Vor allem Sikaflex härtet ja normalerweise aus, aber von der Konsistenz hat es mich sehr daran erinnert, es war so ganz schleimig. Und hier oben, da wo es dann zum Turbolader geht, da ist eigentlich nichts mehr, nur noch hier unten diese ganz kleine Ecke, ne, die ist noch vorhanden, aber das ist sozusagen vom Luftstrom, der hier unten angesaugt wird, hat es das da eben nach oben geblasen. Das heißt, da kommt also jede Menge Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung mit raus. Also entweder haben wir hier ein Problem an diesem, ja, ich vermute, das ist auch irgendeine Art Abscheidesystem, dass das zu ist. Wir werden gleich mal den Schlauch noch lösen, dass wir da auch noch mal reingucken, denn den Luftfilter haben wir jetzt schon gereinigt. Oder das Öl kommt irgendwo anders her. Auf jeden Fall sind wir sehr irritiert wegen der Konsistenz. Zeige ich euch auch gleich mal, wie die Konsistenz aussieht. Und ich zeige euch dann auch, was unten aus der Motorölwanne rauskommt, wenn wir jetzt dann gleich den Ölwechsel machen. Also sehr spannend. Schauen wir uns gleich mal im Detail an. So, das ist jetzt das, was wir, sage ich mal, an Schmodder rausgeholt haben, rein aus dem Luftschlauch, der vom Luftfilterkasten kommt. Es ist jetzt natürlich ein bisschen verdünnt, weil wir da Bremsenreiniger genommen haben, um das zu reinigen. Das Verrückteste ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das Auto war vor 1,5 Jahren im Service, hatte also auch Ölwechsel und alles angeblich bekommen und seitdem sind 9.000 Kilometer mit dem Auto gefahren worden. Insgesamt hat das Auto jetzt 49.000 Kilometer, also alles Zahlen, die sehr, sehr gering sind und wo ich jetzt sowas nicht erwartet hätte. Deswegen schauen wir uns jetzt einmal den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung an. Vielleicht finden wir da auch noch mal besser zum Zeigen, wie das sozusagen aussieht, was sich da drin absetzt. So, jetzt haben wir den einen kleinen Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung mal ausgebaut. Wenn ich jetzt hier mal reinfasse, schaut euch das mal an. Also hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm wie im Luftfilterkasten oder hier in dem Luftschlauch, der sozusagen die Frischluft Richtung Turbolader fördert. Da war das noch viel schleimiger. Aber das irritiert mich jetzt schon sehr, dass bei einem Auto mit so wenig Laufleistung das so rotzelig ist. Vor allem, wie gesagt, vor 9.000 Kilometern Ölwechsel. Und wenn wir uns jetzt hier, ohne jetzt das Öl abgelassen zu haben, aber wenn wir uns hier den Öldeckel angucken, ich gehe mal ins Licht, dann ist das, also für mein Empfinden, ich hatte ja vor kurzem ein Video gemacht, wo ich nach 8.000 Kilometern beim Audi Öl gewechselt habe. Hier ist es, wie gesagt, nicht so katastrophal wie diese Plörre, die hier rauskam aus dem Luftschlauch. Aber schön ist das auch nicht. Das heißt, da gucken wir jetzt gleich mal, wenn wir Öl abgelassen haben. Wir machen den Schlauch jetzt nochmal sauber und da müssen wir uns mal informieren, beziehungsweise vielleicht ist ja auch ein Hyundai-Fahrer bei euch dabei, ob das normal ist, die Menge für die Kurbelgehäuseentlüftung. Ich finde das jetzt ein bisschen viel von den Fahrzeugen, die ich als Vergleich kenne. Also wenn das jemand weiß, wir machen uns schlau, aber wenn es jemand weiß, gerne reinschreiben in die Kommentare. So, wir haben jetzt, also ihr habt eben den Zeitraffer gesehen,
wie wir die Ölablassschraube gewechselt haben, beziehungsweise das Öl abgelassen haben, haben den Dichtungsring erneuert an der Ölablassschraube, haben den Ölfilter getauscht und ich habe jetzt hier mal ein bisschen was von dem Öl rausgeholt. Also ich blende nochmal ein bei meinem Audi, da waren es auch 9000 Kilometer, wie das da aussah. Und jetzt hier, das finde ich, also rein von der Kilometerlaufleistung hätte ich gesagt, hat man da wahrscheinlich nicht den Ölwechsel gemacht, so wie es aufgeschrieben wurde. Also weil, ich meine, ihr könnt es auch mal reinschreiben, aber das ist schon wirklich sehr, sehr dunkel und sehr schwarz. Das sieht mir nicht nach 9000 Kilometer aus. Also wie gesagt, 1,5 Jahre ist das Öl jetzt im Fahrzeug, 9000 Kilometer. Das scheint mir nicht plausibel, aber das würde auch zu dem passen, was ich gerne mal berichte, dass die Werkstätten halt nicht alle so sauber arbeiten. Sei es drum, wir machen jetzt wahrscheinlich dann kürzere Ölwechselintervalle, bis das wieder besser aussieht. Was auch interessant ist, es ist gar nicht so viel Öl in dem Motor drin. Wir haben jetzt so circa 2,7, vielleicht 2,8 Liter aus dem Motor rausgeholt. Ja, also das heißt, das sind auch ganz andere Summen, als ich das sonst so kenne. Wir füllen jetzt wieder Öl ein, prüfen, ob alles dicht ist und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze anhört. Und wie gesagt, wahrscheinlich machen wir dann nochmal einen Wechsel bei weniger Kilometern, irgendwie so nach 1000 oder 2000. So, Öl haben wir jetzt aufgefüllt. Da gingen knapp 3 Liter rein und wir haben jetzt hier einmal den Innenraumfilter rausgeholt. Und ja, es ist jetzt nicht katastrophal, aber ich hätte auch gesagt, also den Filter, den ich aus dem Audi rausgeholt habe nach einem Jahr, sah aus wie neu und der hier soll 1,5 Jahre alt sein. Schwierig, also ist keine Vollkatastrophe, aber richtig geil ist es auch nicht. Ich zeige euch einmal, wie wir da rangekommen sind. Und zwar habt ihr hier das Handschuhfach. Hier sind solche Verriegelungsclips, die löst ihr. Dann könnt ihr das Fach weiter runterklappen und dann hat es hier einen Arm, der ist hier eingehängt, der das Handschuhfach in Position hält. Den drückt ihr hier so ein bisschen zusammen, schiebt den Arm raus und dann kommt ihr da oben an den Innenraumfilter und könnt den sehr einfach wechseln. So, wir haben jetzt alles gemacht. Ölwechsel, Innenraumfilter, Luftfilter. Und noch ein kleiner Hinweis, wir hatten Ölablassschrauben bestellt, einschlägigen Seiten, viel zu klein. Also da unten an dem Hyundai, an dem i30 ist eine 17er Schraube, die ist echt riesig. Damit haben auch die ganzen Dichtringe nicht gepasst. Das ist der Original-Dichtring, also es war wirklich eine mördermäßig große Schraube. Ich habe Gott sei Dank so ein Universalsortiment mit Dichtringen, das hat dann gepasst. Ja, hier sind wir jetzt fertig, der Ölwechsel, wie gesagt, ist gemacht, ging knapp 3 Liter rein. Luftfilter haben wir gewechselt und hier eben auch den Innenraumfilter, das ist alles durch, das passt. Also wenn ihr jetzt so grob wissen wollt, wie das beim i30 geht, habt ihr das so grob gesehen. Wir werden irgendwann nochmal jetzt einen kurzen Ölwechsel nachschieben, einfach für uns, damit wir ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was das mit dieser Ölfarbe auf sich hat, weil das sehr dunkel war. Wenn es da Infos gibt, gibt es vielleicht nochmal ein Folgevideo, ansonsten war das jetzt mal ein kleines Off-Topic-Video zum Hyundai i30. Ich wünsche euch eine gute Zeit, schaltet gerne beim nächsten Video auch wieder mit ein. Bis dahin, ciao.